Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Stefan alias One Eye Blind. Man hört schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, Erkältung hat mich ein bisschen dahin gerafft. Man hört es an der Stimme, man hört es an der Nase. Meine Ohren sind auch ein bisschen zu gewesen. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht, wenn sich das ein bisschen komisch anhört heute. Ja, und heute bin ich auf dem Gelände eines ehemaligen Luftwaffen-Tanklagers. Und zwar wurde hier für die Luftwaffe, also für alle fliegenden Verbände, ja, der Treibstoff gelagert. Und ja, ich befinde mich jetzt hier gerade eigentlich inmitten eines ehemaligen Tanks, der gesprengt worden ist. Also die ganzen Tanks hier, die wurden gesprengt. Einige Teile erfuhren eine Nachnutzung. Und ja, was es noch zu sehen gibt, das erzähle ich euch gleich. Zeige ich euch gleich und erzähle ich euch. Bis gleich. Ja, wie eben schon erwähnt, ich befinde mich jetzt eigentlich mittendrin in so einem Tank, der hier gesprengt worden ist. Das waren also immer 9 Tanks, die im Kreis angeordnet gewesen sind. Und dadurch, dass dieses Tanklager erst nach Beginn des Zweiten Weltkrieges angefangen worden ist zu bauen, also die Tanks selber wurden erst nach Beginn gebaut, hat dieses Tanklager nie seine Kapazitäten erreicht, die es haben sollte. Also es sollten eigentlich 27 von diesen runden Tanks entstehen, sind aber nur 18 fertig geworden. Und diese Tanks hatten eine Wandstärke von 50 cm und die umfasst, also das Volumen betrug 500 Kubikmeter, was an Treibstoff da drin gelagert werden konnte. So, und um mal so ein bisschen die Ausmaße, ich glaube, da kann man es ganz gut, oh ja, da kann man es gut erkennen. Also eigentlich waren die halt relativ hoch, wie man sehen kann. Also hier ist, ja, hier kann man das viel besser sehen. Also hier steht noch ein bisschen mehr von der Außenwand des Tanks. Also die waren schon recht hoch, wie man sieht, ne? Boah, ich merke gerade, also von der Stimme her, entschuldigt das wie gesagt bitte, mich hat es ein bisschen dahin gerafft und werde wahrscheinlich jetzt auch viel mehr außer Puste sein vom Gekletter hier. Deswegen bitte nicht schimpfen, aber so ganz über den Damm will ich noch nicht. Ja, der ist echt schon groß hier. Guck mal, hier kann man die Überreste noch sehen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade, ich glaube, 3 Stück durchlaufen, das müsste der 4. sein. Und die sind halt, wie gesagt, so im Kreis angeordnet. Also müsste ich jetzt, wenn ich jetzt hier da hinten weitergehe, müsste das jetzt eigentlich alles weitergehen. Da kletter ich jetzt mal durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich ein bisschen geklettert wie so ein Verrückter. Ich bin am Schwitzen wie so eine, egal. Ja gut, durch krank und es wird auch immer wärmer, Gott sei Dank. Das Wetter wird schöner, aber gut, dass ich angeschlagen bin. Ja, wie gesagt, hört man und ich merke es auch. Ja, wo ich jetzt hier genau bin, weiß ich auch nicht so genau. Also es sind keine Tanks, es ist gesprengt. Hier unten ist noch relativ viel Gedöns vom Sprengen da unten, also relativ viel Metall. Ich sehe irgendwelche, ich glaube, Isolatoren, die da noch so ein bisschen rausgucken. Hier sind auch Fliesen an der Wand gewesen. Also ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was das hier ist oder gewesen ist. Auf jeden Fall geht es da rein. Gucken werde ich mal, aber ich glaube nicht, dass ich da reinklettern werde. Beziehungsweise will ich erstmal sehen, wie es da drinnen aussieht oder was da. Da geht es auf jeden Fall runter. So, und hier ist der nächste Bereich, da oben. Da habe ich von der anderen Seite schon gesehen, von oben gesehen, da sind irgendwelche ja, Durchbrüche, also Fenster etc. Also was das hier gewesen ist, kann ich gar nicht genau sagen. Also nach Tanks sieht es wenig aus. Hier könnt ihr sehen, das ist ein Vorsprung. Da konnte man rein. Das scheint mir, weil hier so das sind so Schneisen, scheint mir die Anlieferung gewesen zu sein vielleicht. Für das Flugbenzin, für den Treibstoff. Ich weiß es nicht genau. Jetzt bin ich mal ein bisschen neugierig. Oh je. Wo es da hingeht, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie dolle interessant sein könnte. Nur muss ich da erstmal hinkommen. Ich brauche erstmal beide Hände. Ich mache die Kamera gleich wieder an. Ich stehe hier gerade total schlecht. Gefällt mir nicht so richtig, aber es lohnt auch nicht, da jetzt rein zu klettern. Also da unten ist eigentlich nichts. Ob hier irgendwelche eine Messstation war oder Vortanks oder ich weiß es nicht genau. Also da kenne ich mich wirklich nicht aus mit. Deswegen werde ich mich jetzt wieder zurückbewegen. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich da unbedingt reinklettern müsste. Erstmal muss ich hier wieder irgendwie wegkommen. Mir läuft es im Bächen das Gesicht runter.
Aber egal, trotzdem ist Interesse und die Neugier ist wieder zu groß. Kurze Anmerkung am Rande, weil ich schon oft auch angesprochen worden bin. Warum sagst du mal an manchen Orten nicht, wo das ist? Das ist so total doof. Nein, ist nicht doof. Also, wie viele wissen, komme ich aus der Lost Places-Szene. Ich mag dieses Wort Urbex nicht. Wie auch immer. Also ich komme aus dem Lost Place-Bereich, aber hatte mich halt schon immer für zweite WK-Bauten interessiert. Nichtsdestotrotz, wenn ich ja, eine Begehung mache, die offiziell genehmigt ist, ist das überhaupt kein Problem für mich, wie jetzt letztens zum Beispiel im Buchenwald da zu nennen, wo ich bin. Ist auch klar, sieht man auch, es wäre auch Blödsinn, das nicht zu machen. Da bin ich mit offiziellen Genehmigungen unterwegs. In solchen Orten bewege ich mich halt entweder direkt an der Grenze, so dass ich gerade noch so, also dass ich mich jetzt nicht irgendwie strafbar oder sowas mache. Oder ich habe auch eine Genehmigung, von der ihr nichts wisst. Ich frage halt oft irgendwelche Nachnutzer, wenn es da Firmen drauf sind etc. an. Mal kriege ich eine Zusage, mal kriege ich eine Absage. Alles kein Problem. Aber ich möchte halt nicht, dass dann irgendwer, wenn es dann wirklich an der Grenze ist und da auch Gefahren lauern, möchte ich einfach gar keinen dazu ermuntern, auch wenn ich sagen würde, das nicht zu tun, dass es irgendwie nachgemacht wird. Weil ich möchte jetzt im nächsten Video oder in der Zeitung nicht lesen, dass hier irgendwer reingefallen ist in irgendein Loch. Jetzt nur mal als Beispiel, auch wenn ich jetzt hier noch nicht auf dem illegalen Gebiet bin und das hier noch relativ legal ist, also es ist legal, es ist ein Wald, wo das Lager gestanden hat. Einen Teil darf ich nicht betreten, mache ich auch nicht. Aber trotz allem, auch im legalen Bereich, guckt euch das mal an. Da geht's, ich schätze einfach mal 3-4 Meter runter. Ist zwar eine Leiter, aber wenn man von hier hinten kommt, man sieht das nicht unbedingt. Und ja, da möchte ich nicht für verantwortlich sein. Sucht einfach ein bisschen selber. Meistens ist es mit Google einfach zu finden. Und da werde ich vielleicht auch ein Video zu machen, mal so ein paar Tipps geben etc., wie man halt Lost Places findet oder wie man die begeht. Wenn da Interesse drin ist, schreibt mir einfach einen Kommentar. Aber wie gesagt, hier zum Beispiel möchte ich jetzt den Ort einfach nicht nennen, weil die Gefahren einfach zu groß sind. Und ich mache das halt schon ein bisschen länger. Kann natürlich trotzdem irgendwo abschmieren und abstürzen. Das ist ganz klar. Ich weiß, dass es gefährlich ist, in welche Gefahr ich mich begebe, aber ich mache halt nichts Illegales, versuche halt hier jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt strafrechtlich irgendwie belangt werden könnte. Aber selbst das, wie ihr sehen könnt, ist schon nicht ganz ohne. So, und dieses Loch fasziniert mich natürlich. Aber da ich das nicht mit gerechnet habe, ehe ich dussel, hier geht eine Leiter runter. Könnte man jetzt runter? Natürlich nur, wenn man eine Taschenlampe hat. Ich Idiot, habe keine Taschenlampe mit. Schon wieder. Naja gut. Vielleicht schreit das nach einer zweiten Begehung. Weiß ich nicht. Ich bin halt in einer unmittelbaren Nähe von einem Wasserwerk, von einer Wasserpumpstation. Ich denke mal, dass die ist eingezäunt, da gehe ich also nicht drauf. Dass die ja schon damals zu Tanklagerzeiten in Betrieb gewesen ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwelche Versorgungsschächte sind, aber es ist halt relativ hoch, ne? Also es ist halt, da kann man aufrecht drin laufen. Ich weiß es halt nicht. Also es wäre schon interessant, nur nicht ohne Taschenlampe und nicht alleine. Aber wenn er da Bock drauf hat, dass ich da mal reinkletter, schreibt mir einen Kommentar. Ja, weil ihr es so gerne hört, noch mal ein paar Daten zu dem Tanklager hier. Und zwar ist das am 7. April 1945 von den britischen Truppen erobert worden. Am 5. oder 6., da gehen die Quellen so ein bisschen auseinander, also 1 bis 2 Tage vorher, sind die Restbestände hier von den Flüssigkeiten ja, in Brand gesteckt worden, also sind vernichtet worden. Da mangels Masse nicht mehr genug Treibstoff vorhanden war zum Mitte oder Ende des Krieges, sind diese Tanks hier nie ganz befüllt worden, also mit dem Treibstoff für Flugzeuge. Also hier wurde auch Methanol und Nebelmittel gelagert, also fürs Vernebeln von wichtigen Standorten wurde das gerne, zum Beispiel der Obersalzberg, also Hitlers Berghof, wurde zum Beispiel eingenebelt bei Fliegeralarm. Das wurde auch bei anderen kriegswichtigen Anlagen gemacht. Der wurde hier auch gelagert. Und da die Lagerung von Treibstoff für Flugzeuge ja so mittig hier im Reich am Anfangs keinen Sinn machte, wurde hier also nie bis zur Grenze gefüllt. Hier wurde ab 1940 wurden die Tanks hier gebaut und sind, wie ich schon erwähnt hatte, nie ganz fertig geworden. Also 27 sollten es werden, 18 sind es geworden. Ja, hier ist eins der Betriebsgebäude, die mit dazugehört haben, die scheinbar auch eine Nachnutzung erfahren haben. Ja, hier wurde gut drin gesprüht auf jeden Fall.
wir trotzdem mal durch. Ja, die haben eine erhebliche Nachnutzung hinter sich, würde ich sagen. Also da sind auch Wände eingezogen, die relativ neu sind. Hier die Holzbaracke, der Unterstand. Ja, wofür der gedient hat, weiß ich nicht. Ob der aus der Zeit ist, kann ich auch nicht genau sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Hier geht es auch noch runter in den Keller oder sowas. Das gucke ich mir noch mal an. Tja, Möbel-Zwischenlager sozusagen. Ja, auch da unten sehe ich schon, auch gut gesprüht. Hier ist eine Rampe zum Wagen, Karren etc. hochziehen. Aber auch hier sehe ich schon, ist nichts Interessantes mehr. Faszinierend halt immer das, ist ja ein Hall drin. Faszinierend ist halt immer, dass hier so viel gesprüht wird, obwohl ich wirklich schon wieder am Popo der Welt bin. Ist sehr gut gesprüht worden. Jetzt gucke ich mir das nächste nochmal an, aber ich denke mal, das sieht genauso aus. Aber schauen wir mal. So, hier das nächste Lagergebäude. Hier sieht es mir aus, als wenn hier auch Anlieferung war. Hier konnte man halt relativ gut ranfahren. Schauen wir uns das hier mal an. Ja, ähnlich, aber mit Sanitäranlagen. Ja, aber ansonsten relativ unspektakulär. Tja, hier wurde auch schon Party gemacht, glaube ich. Ja, von Wandbeschriftung ist nicht zu sehen. Schade, schade, da gucke ich immer als erstes nach. Nee, also das sieht man schon sehr, sehr. Erstens nachgenutzt, sieht man an den Lampen. Hier sind auch Zwischendecken eingezogen. Und ansonsten leider sehr unspektakulär. Und wieder raus. Ja, das soll es gewesen sein. Klein, aber fein. Relativ unspektakulär. Trotzdem finde ich es halt immer super interessant. Ich habe es auf meiner Liste gehabt, muss es einmal gesehen haben. Haken hinter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu erzählen. Ihr fand es auch ein bisschen interessant. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, ganz wichtig. Klickt auf die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann bin ich auch bestimmt wieder gesund. Bis dahin. Ciao.